Also eigentlich war es irgendwie ein Gefühl, das habe ich noch nie so gespürt. Dass man sich so ein bisschen in der eigenen Welt befindet und so das Drumherum, was passiert, auf jeden Fall vergisst. Ich habe mich nach der Hand dann gesehnt. Also wenn die dann wegging von mir, dann wollte ich immer wieder zu seiner Hand halt zurück. Die Wärme spürt man ja richtig. Dass das ja nur zu zweit funktioniert in einer Beziehung und alleine hast du es halt nicht. Ein Geben und Nehmen, einander zu folgen. Schon sehr, sehr bewegend. Angenehm und ein bisschen aufregend. Total berührend, im wahrsten Sinne des Wortes. Geht sowieso halt auf eine Entdeckungsreise, finde ich. Man erkundet halt irgendwie irgendwas Neues. Man weiß gar nicht, worauf man sich einlässt und was einen erwartet. Was mich so beeindruckt hat, ist so diese Nähe, das Gefühl zu bekommen, auf jemanden angewiesen zu sein und gemeinsam in einer Installation was zu schaffen, was alleine nicht geht. Das ist eine Art von Erfahrung, von Abhängigkeit, die sehr intensiv ist. Im Grunde wird die Berührung von Händen durch Konventionen bestimmt. Wir geben uns die Hand und sind damit d'accord. Und wenn man jetzt aber eben einen Schritt weiter geht und Berührung einer fremden Hand eben als zentrales Element nimmt, ohne die Konvention, dann ist dieser Überraschungsfaktor viel größer. Der wirkliche Moment, als wir unsere Installation selber verstanden haben, der war eigentlich erst in dem Moment, wo wir die Stoffwand berührt haben. Wir stellen mit der Installation eigentlich nur ein Tool zur Verfügung, das dem Nutzer bereitsteht, sich selber gewissermaßen selber zu erkunden. Die Installation, die wir schaffen, macht sie auf sämtlichen Ebenen erlebbar, also visuell, auditiv, haptisch, thermisch. Es ist eine flexible Wand, es ist eine Wand, die von zwei Seiten berührt wird. Und das Ganze haben wir versucht, mit einer optischen Lösung zu tracken, zu analysieren. Die Zuwendung des Users, des Zuschauers, eben nicht nur aufgreift und widerspiegelt, sondern wir sind dann zwei Menschen durch ein System voneinander abhängig. Deshalb ist unsere Installation nicht nur reaktiv, sondern eben wirklich interaktiv vom Kern heraus. Der Prozess dieses Projekts ist insofern ungewohnt, dass er durch Ausprobieren und durch Scheitern geprägt war. Simon und ich haben schon ziemlich lange nach einem Projekt gesucht, wo wir unsere beiden Bereiche zusammenbringen können und Motion Design und Interaction Design verbinden. Wir hatten natürlich das große Glück, hier diese Location zur Verfügung gestellt zu bekommen und hier 6 Wochen im Studio einschließen zu können. So waren die Wege halt viel kürzer, man Ideen austauscht. In Echtzeit zu sehen, was passiert in der Programmierung, was passiert im Sound und unsere Wellenlänge sozusagen zusammen neu gefunden haben, dass wir nicht alle auf eine eingeschwungen sind, sondern eben eine zusammen neu geschaffen haben. Man könnte sich vorstellen, dass sowas natürlich auch im öffentlichen Raum Anklang findet. Egal ob in freiem, künstlerischen oder auch kommerziellen Sinne, da weiter zu arbeiten, ist auf jeden Fall der Plan.